möchte nicht. Ich möchte die Kamera. Gib mir bitte die Kamera. Ich möchte nicht vor die Kamera. Hallo Leute. Wir befinden uns hier gerade auf dem Schlag mit dem Mais-Bohnen-Gemisch. Wir sind hier gerade am Häckseln. Ich weiß gar nicht, was du vorher schon erzählt hast. Und gar nicht. Ist das neue komplett Folge. Neue Folge? Ja. Hallo Leute, wir haben heute den, ich weiß es nicht, 28. September. Welcher Tag ist heute? Dienstag? Dienstag, der 28. September. Wir sind jetzt schon am dritten Tag Maishäckseln am Start und befinden uns hier jetzt auf dem Schlag mit dem Mais-Bohnen-Gemisch. Ich glaube, zu häckseln lässt sich das ganz gut. Ich glaube, bisher hat Hannes keine Probleme damit. Wir hatten ja hier am Sonntag auch schon mal angehäckselt. Da sah das Ganze auch schon ganz gut aus. Nicht so wie einige gesagt haben, mit wickelt viel oder sonst irgendwas. Das können wir so gar nicht sagen. Zum Teil sieht man auch wirklich noch ein paar Bohnenpflanzen über, aber nicht so viele, wie ich gehofft hatte, um ehrlich zu sein. Ich dachte, da bleiben mehr auf dem Boden. Aber ne, hier vorne zum Beispiel so ist ein bisschen was, ne? Also da sieht man immer noch ein bisschen was, dass hier noch was auf dem Boden bleibt. Überall. Man muss auch sagen, das neue Orbis spleißt die Pflanzen echt richtig gut auf. Hannes ist sehr begeistert davon. So soll das sein. Und ja, dann gucken wir uns nochmal die Pflanzen an, ne? Wir gucken uns die Pflanzen an. Und gut, hier sind wir jetzt wirklich an einer echt guten Stelle. Also wir hatten, man muss sagen, den Acker runter hatten wir total viel Wildschaden. Und gefühlt zieht sich das Wild oder lässt sich total anziehen von dem Ganzen hier, von den ganzen Bohnen. Das ist irgendwie aufgefallen. Also wir hatten mega viel Wildschaden, muss man sagen, da unten in dem Bereich. Hier geht es, aber es fällt auf, irgendwie ist der Bestand so ein bisschen lückig. Also da, wo irgendwie eine Bohne ist oder beziehungsweise da fehlt jetzt auch eine Pflanze. Da unten mit drinne, ja, irgendwie so richtig ist der nicht so voll und nicht so satt. Obwohl der relativ hoch ist der Ertrag so bei 40, 45. Wir sind jetzt bei 40 TS, aber wenn wir es jetzt auf 33% Trockensubstanz runterrechnen würden, dann wären wir jetzt ungefähr auf 40 bis 45 Tonnen auf dem Hektar. Obwohl es der erste Schlag ist, würde ich sagen, das könnte der schlechteste dieses Jahr sein. Im Gesamten. Also von dem wir eigentlich uns erhofft hatten, durch die Bohne noch ein bisschen mehr Biomasse zu haben, ne? Aber wenn man jetzt tatsächlich hier an den Pflanzen ranguckt, ist tatsächlich gar nicht so viel Masse an sich, ne? Also da unten, wo wir immer gucken waren, das war wirklich was. Aber hier, wenn man mal so guckt, vor allen Dingen, wenn man im Gesamten eigentlich auch so sieht, ist wirklich auch wenig Bohne eigentlich, ne? Die sehen irgendwie eigenartig aus. Also ich weiß nicht, ist hier die Spitze immer abgebrochen oder warum? Da fehlt doch der Pinsel. Ja, ein bisschen ist hier wild durchgegangen. Die Pflanzen habe ich damit jetzt schon gesehen, wo irgendwie noch der Kolbe steht. Genau. Genau, also beziehungsweise dann ist die Sorte vielleicht auch so, dass sie vielleicht Obwohl das doch eigentlich Sorten sein sollen, die gut harmonieren miteinander, ja, oder nicht? Sie harmonieren ja sicherlich auch gut miteinander, aber sie ist vielleicht auch ertraglich nicht die höchste Sorte. Was man natürlich, der Kolben ist hier schon ultra abgereift und hart. Kolben sind gut und groß, das muss man sagen. Also wenn man das hier sieht, mitten im Bestand, das ist eigentlich ein gut großer Kolben. Ja. Dieses Hand. Ja, also ich würde sagen, die Pflanzen sind auf 2 Liter ungefähr groß. Ja. Das ist erstmal mein erstes Fazit vom Maisbohnen. Also ich kann euch, proteintechnisch kann ich euch nichts dazu sagen. Der Häcksler, denke ich mal, kann es nicht analysieren. Also der analysiert es wie ganz normal Mais, weil er der hat ja keine Kalibrierung für dieses Mais-Bohnen-Gemenge. Ist mir denn letztens aber nachts auch mal eingefallen beim Schlafen. Ist der denn der allgemeine Wert höher? Nee. Gar nicht. Nee. Weil er kann halt, denke ich mal, nicht unterscheiden. Also er macht ja im Prinzip Fotos, vereinfacht gesagt. Und die sind hinterlegt mit einer Datenbank. Und er müsste sicherlich in der Menüauswahl müsste ich ihm vorgeben können, dass es sich um Mais-Bohnen-Gemisch handelt. Gibt's aber nicht, ne? Deswegen, also ich glaube, man müsste das hier mit einer Analyse machen. Weil teilweise, wenn man auch das Gesamte hier sieht, ist es an sich ja auch... Sehr trocken schon, ne? Ja, die sind halt abgereift, aber es sind gar nicht so massiv viel Bohnen. Also mal wieder vereinzeln. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich das vielleicht nochmal machen würde, dann würde ich vielleicht Mais ganz normal die 8, 9 Pflanzen auf dem Hektar legen und dazwischen Bohnen. Aber nicht nochmal so im Gemisch. Das wird nichts. Ich meine, ist jetzt kein Reinfall, totaler Reinfall. Nee. Es ist immer noch war jetzt eine Erfahrung? Genau, ist immer noch ein solider Ertrag, aber keine Ahnung. Gut. Keine Ahnung.
Keine Ahnung erstmal. Auf jeden Fall, das Orbis macht super Arbeit, das Neue. Was du eben auch gesagt hattest, ist... Ich muss hier, ja, das Ding ist, ich muss hier eigentlich ein bisschen höher mähen, weil wir haben hier so einen Damm vom Striptill. Wenn ihr euch erinnert vom Frühjahr, wir hatten hier ein kaputtes Striptill-Schar mit bei und hat so einen Damm gemacht. Also ich muss relativ hoch mähen, aber ich kann tief mähen, ohne dass das Schneidwerk tief sich führt. Das heißt, ja, das heißt zum Beispiel hier. Hier sieht man das ganz gut, ne? Hier ist zwar jetzt ein bisschen Erde abgeschabt, aber die Stängel an sich sind ja trotzdem relativ kurz. Das wäre mit meinem alten niemals gegangen. Also mein altes, da ging das ganze Schneidwerk im Prinzip tiefer, um tiefer zu mähen. Das funktioniert sehr, sehr gut hier. Also das sind noch die alten. Ja. Ja, wir haben ja auch genau dazwischen gelegt, ne? Aber schön marode. Marode? So, Leute, wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao. So, da sind wir wieder. Kommen wir zu dem kleinen Kerlchen hier. Kleines Kerlchen. Ein T7 230 läuft jetzt hier mit. Wie kommt es dazu eigentlich? Hänger habe ich besorgt vom Nachbarbetrieb. Nachbarbetrieb, vielen Dank dafür. Also, wie kommen wir dazu? Wir hatten, der gute Martin von Agrarvideo Schwaben, der hatte die Idee, ja, wie sieht es denn aus? Sollen wir den Dominik mal fragen? Dominik heißt der gute Herr von New Holland, den wir da kennengelernt haben. Richtig netter Typ. Sollen wir den mal fragen, ob er uns New Holland gibt? Dann komme ich zu dir und dann mache ich so ein Erntetagebuch und fahre noch so ein bisschen bei Maishexen bei dir mit. Ja, gar kein Problem, ne? Ein Transporter noch mit Mann dazu. Warum auch nicht? Und deswegen haben wir hier diesen schönen T7 Autocommand zum Testen. Kann euch den mal kurz von innen drinnen zeigen. Er lebt zwar hier schon ein bisschen drin. Also der hat jetzt einen halben Tag hier gefahren und der kam tatsächlich nagelneu vom Werk. Oh, hat richtig krasse Technik. Der hat schon ein bisschen mehr Technik als ich, muss ich sagen. Ach guck, er wird sich noch bekleben hier wahrscheinlich. Ja, so sieht er auf jeden Fall aus von innen mit der Bedienung. Ich habe auch einiges noch ein bisschen vor. Auch ich habe noch ein bisschen einiges mit ihm vor, auch im Stream technisch noch ein bisschen einzubinden. Da habt ihr ihn erstmal gesehen und wisst, wie der zu uns kommt, wie sich das gemacht hat. Es war auf jeden Fall mega schwer, einen Anhänger zu finden, weil momentan sind Anhänger überall ausverkauft. Es gibt keine zur Miete und so. Ich hatte erst einen, der wurde dann aber verkauft, den ich bekommen sollte. Und jetzt habe ich den hier. Krampel, Big Body, 57. Richtig geil. Richtig geil. Ist eine schöne Kombo. Ist perfekt. So, ich zeige euch jetzt, ach so, genau, was ich euch noch zeigen wollte. Das letzte Silo haben wir wieder zugedeckt. Mit der Folie Blue 9 von Novagrar. Habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Die ist ja super dünn. Das ist ja so eine Membranschutzfolie. Unten in der Beschreibung kommt ihr zu Novagrar. So sieht das Ganze im Anschnitt im Prinzip aus. Schmiegt sich super an. Wir haben dadurch keine Unterziehfolie mehr. Das ist halt im Prinzip ist sie mega dünn und zieht sich richtig gut an, aber ist richtig flexibel. Arbeite ich jetzt schon seit 2,5 Jahren mit. Vorne kommt Sebastian. Sebastian ist der Neue. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich habe sonst immer unsere gute Silofolie genommen, um die Wände mit abzuhängen. Und habe aber dieses Jahr bei Novagrar angerufen. Jan heißt mein Gesprächspartner, den ich immer angerufen habe, gesagt, Jan, habt ihr auch Abhängefolie? Ja, haben wir auch. Die ist natürlich deutlich günstiger. Auch von Novagrar gibt es in 3, 4 und 6 Meter. Ich habe sie hier in 6 Meter. Die ist richtig schön dick und derbe. Und ja, sind halt genau 4 Meter. Und das Ganze 50 Meter habe ich mir bestellt. Also eine geht jetzt hier bis da rum. Dann kommt da hinten noch mal eine und dann habe ich da noch 2. Also mit 200 Meter kommen nicht lang. Und vor allen Dingen viel, viel günstiger, weil da ist auch kein UV-Schutz drin. Weil die ja im Prinzip nur 2, 3 Tage, eine Woche hier hängt und dann wird sie reingeklappt. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Und ansonsten sehen wir uns gleich im Häcksler wieder.